paar Worte sagen zu dem Thema Wahrheit. Um es kurz zusammenzufassen: Ich habe in meinem Leben gelernt, dass es sehr schön ist und wahrhaftig, aufrichtig den Weg der Wahrheit zu gehen. Nun gibt es in manchen Bereichen die Tendenz, Menschen, Gruppierungen, für die ist Gleichmacherei sozusagen eine Art Religion. Also Wahrheit ist Lüge und Lüge ist Wahrheit, Licht ist Finsternis und Finsternis ist Licht, Feuer ist Wasser und Wasser ist Feuer und so weiter und so weiter. Alles ist im Grunde gleich. Und wo ich sage, auf Erfahrung meines Lebens, ich meine, bin ich 71 jetzt, sage ich, dass das Unfug ist, weil der Mensch diese Unterteilung getroffen hat, ihnen bestimmte Begriffe zugeordnet hat den Sinn, dass er Orientierung hat. Wenn alles gleich wäre, wäre es so, wenn ich zum Beispiel sage, ich hacke ein Scheit Holz durch. Die eine Hälfte fällt nach links, die andere Hälfte fällt nach rechts. Kann ich nicht sagen, beide sind gleich. Erstens sind sie nicht haargenau gleich getrennt und strukturiert. Die linke Hälfte kann ins Wasser fallen, die rechte Hälfte kann ins Feuer fallen. Ich kann nicht sagen, oh, das ist dasselbe, das ist das Gleiche. Oder ich kann nicht jemanden, bei dem ich sehe, er läuft ins Feuer, ihn warnen und ihm zurufen, stopp, pass auf, du verbrennst dich. Dass das dasselbe ist, als wenn ich ihm zurufe, pass auf, geh nicht weiter, du ertrinkst. Denn ein anderer ist vielleicht ein Nichtschwimmer und ich sehe, er läuft ins Meer und ich kann ihn noch warnen und sagen, halt, stopp, du ertrinkst. Es hat ja einen Sinn. Es hat ja keinen Sinn, wenn ich diesen tendenziell Ertrinkenden zurufe, pass auf, geh nicht weiter, du verbrennst. Und so sehe ich das. Das ist aber modern, auch in vielen Bereichen der Esoterik, tendenziell dieses anzunehmen. Im Grunde ist alles wischiwaschi, alles ist im Grunde das Gleiche. Und gut ist böse und böse ist gut. Das ist eigentlich dasselbe. Das kann man dann hören in langen Gesprächen, die dauern vielleicht eine halbe Stunde oder eine Stunde, viele, viele Worte, viele, viele Sätze. Aber wenn man am Ende sich fragt, was war eigentlich die Quintessenz von all dem, dann kommt man an einen Punkt, wo man sagen kann, 2 Sätze hätten auch genügt oder 3. Und dann wüsste man, worum es geht. Also viel Aufbauschung, etwas, was man auch gut verkaufen kann, womit man Geld machen kann, womit man auch gut Menschen in die Irre führen kann, auf einen falschen Weg. Das muss ich jetzt einfach mal sagen. Und für mich ist es so, ich akzeptiere das, dass es diese Orientierung des Menschen gibt, weil sie ihm hilft, in diesem Leben, in diesem Hiersein, sich sozusagen nicht zu verbrennen. Und für mich ist es, was ich gelernt habe, ein sehr guter und schöner Weg, wenn man den Weg der Wahrheit geht.
Es ist der einzige Weg, den man wahrhaftig gehen kann und auf dem man der Wahrheit gerecht wird. Man kann lernen, dass wenn ich lüge in irgendeinem Bereich, ich eigentlich der Lüge, dieser Energie, Kraft dadurch gebe. Das heißt, sie wird stärker, die Lüge. Sie bekommt mehr Macht über mein Leben. Sie hat mehr Kraft, mich zu ziehen. Und je mehr ich lüge, desto größer ist dieser Irrweg und desto größer ist diese Macht der Lügenenergie, mich dorthin zu ziehen, immer weiter in das Verlogene. Aber dann muss ich irgendwann feststellen, ich habe gar nicht wirklich gelebt, wahrhaftig, sondern den Weg der Wahrheit zu gehen heißt, ich nehme an, was Wahrheit ist. Egal, wohin mich die Wahrheit führt. Sie ist der einzige Weg, der wahrhaftig ist. Und ich kann sagen, es ist der Weg, den mir das Leben beschert, sozusagen. Das ist der Weg und ich kann nicht daran herumdeuten, ich kann die Wahrheit nicht verändern. Ich kann so viel daran herumbiegen, wie ich will, dann ist es Lüge, dann ist es aber nicht mehr Wahrheit, sondern die Wahrheit zu erkennen und sich auf diesen Weg zu begeben, ist eine schöne Energie, eine schöne Kraft und macht das Leben sozusagen zu einer Art Abenteuer. Man kann sagen, egal was geschieht, wenn es die Wahrheit ist, ich kann nicht untergehen, weil ich den Weg der Wahrheit gehe. Und der Weg der Wahrheit ist der Weg ins Licht. So, das wollte ich gerne mal sagen. Und bei vielen sogenannten Esoterikern kann man eigentlich ganz gut den Ton abdrehen, weil das ist manchmal nicht zu ertragen, was dort in 1000 Sätzen sozusagen ausgedrückt wird. Ja. Und darum ist meine Empfehlung, versuche den Weg der Wahrheit zu gehen. Wenn du erkennst, du hast in irgendeinem Punkt gelogen, dann erkenne das und erkenne das an und gebe das zu. Und das kannst du einfach in den Raum sprechen und einfach sagen, da und da und da habe ich gelogen, ich habe nicht die Wahrheit gesagt, sorry. Und man könnte sagen, sorry Gott, das war nicht okay von mir. Die Wahrheit ist so und so. Dann merkt man, man bekommt mehr Kraft für das Leben. Mehr Power zu bestehen im Leben, mehr Power, all die Ungereimtheiten zu erkennen und diesen Kampf aufzunehmen mit dem Leben. Was auch Leben ist auch Kampf. Und es kann einen glücklich machen, wenn man den Weg der Wahrheit geht. Man kann anderen Wahrheit abgeben, ihnen Wahrheit schenken, ihnen diese Energie der Wahrheit schenken. Ja. So, okay, das wollte ich jetzt sagen. Das ist wieder mal spontan. Ich weiß nicht, ob ich dieses gleich posten werde oder nicht. Mal schauen. Also versuche den Weg der Wahrheit zu gehen und wo du gelogen hast, stehe dazu. Und du kannst dich vielleicht auch bei manchen Menschen entschuldigen dafür, dass du nicht die Wahrheit gesagt hast, dass du gelogen hast. Okay, das wollte ich sagen und ciao.